Die Fry-Osborne-Studie besagt, dass in den USA rund jeder zweite Job durch Automatisierung wegfallen könnte. Inwiefern kann man die Ergebnisse dieser Studie auf Deutschland übertragen? Also die Ergebnisse von Fry-Osborne auf Deutschland zu übertragen, gelingt deswegen vor allem nicht, weil eigentlich das System in Amerika und in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Eines der wichtigsten Beispiele dafür ist, dass wir ja das duale Ausbildungssystem in Deutschland haben und in Amerika eigentlich nicht so ein System existiert, um eher auch auf den mittelqualifizierten Ebene Jugendliche auszubilden und denen eine berufliche Qualifikation anzubieten. Und deswegen ist eines der also geht es eigentlich nicht, dass man die beiden Länder und damit auch die Automatisierbarkeitsrisiken auf Deutschland unmittelbar überträgt. Das duale Ausbildungssystem in Deutschland geht einher mit klar definierten Berufen, die teilweise durch die Digitalisierung bedroht sind. Was ist in diesem Zusammenhang die Grundidee des Jobfuturomaten? Also der Jobfuturomat ist ein Online-Tool, was ich zusammen mit der ARD im Rahmen der letztjährigen Themenwoche entwickelt habe. Und für mich ist es sehr wichtig, dass dieser Jobfuturomat nicht nur vermittelt, wie gut oder wie schlecht ein Beruf durch Maschinen ersetzbar ist, sondern das Wichtige, was ich dort eigentlich auch versucht habe, an die Öffentlichkeit zu bringen, ist, dass man dort im weiter unten stehenden Teil auch einstellen kann, wie stark der Arbeitsplatz, den ich unmittelbar einnehme, durch eben Maschinen ersetzbar ist. Das heißt also, selbst wenn ein Zerspannungsmechaniker 74% durch Maschinen ersetzbar ist, heißt es nicht, dass jeder Zerspannungsmechaniker auf seinem Arbeitsplatz zu 74% ersetzbar ist, weil es gibt eben Zerspannungsmechaniker, die eben automatisierbare Tätigkeiten erledigen und es gibt Zerspannungsmechaniker, die schon vielleicht auch aufgrund der Digitalisierung gar nicht mehr so viele automatisierbare Tätigkeiten erledigen und dann ist der Automatisierbarkeitsgrad oder die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ersetzt wird, eben kleiner. Warum ist der Automatisierungsgrad in den USA viel höher als in Deutschland? Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland ist auch, dass wir eine sehr unterschiedliche Akzeptanz von Technologien für das persönliche Leben, aber eben auch in der Arbeitswelt haben. Und das Problem ist, dass, also ich würde jetzt nicht nur Amerika sehen, sondern wenn man typische im asiatischen Raum schaut, ist die Euphorie, mit solchen neuen Technologien umzugehen, einfach so umwerfend. Oder wenn man nach Amerika schaut, diese Fitnessarmbänder. Fast jeder trägt inzwischen in Amerika Fitnessarmbänder. In Deutschland ist es eher so eine Subkultur, die sich damit beschäftigt. Das heißt, diese Akzeptanz von Technologien ist in Deutschland deutlich niedriger ausgeprägt. Und das bedeutet letzten Endes auch, dass wir in Deutschland viel vorsichtiger sind, mit solchen Technologien umzugehen. Es dauert deutlich länger, bis die Technologien akzeptiert sind. Und das heißt eigentlich, dass die Arbeitnehmer auch immer mit Ängsten viel mehr konfrontiert sind oder sie selbst auch haben, als wenn generell so eine eher Technologieaffinität existieren würde. Welche Rolle werden Computerspiele in der Arbeitswelt der Zukunft spielen? Also das ist eine wichtige Geschichte, glaube ich, dass in der Zukunft Computerspiele eben auch in der Lage sein können, zwei Dinge zu tun. Einmal können Computerspiele dazu beitragen, Weiterbildung zu individualisieren, weil Computerspiele, wenn die gut programmiert sind, dann erreicht man eben, so wie man das kennt, wenn man ein niedrigeres Qualifikationsniveau hat oder eben nicht so gut Bescheid weiß in einem Computerspiel, eben ein niedrigeres Level. Aber die Aufgaben, die man dort erledigt, sind auch diesem Level angepasst. Das heißt, Lernen ist individualisierter durch Computerspiele. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es tatsächlich so ist, und das sieht man bei Flugzeugpiloten bereits heute, die sind ja von vielen Aufgaben befreit während des Fluges. Das bedeutet aber auch, dass ihre Aufmerksamkeit eher reduziert ist, wenn sie da im Flugzeug 12 Stunden sitzen und
Das Problem ist, wenn es dann aber zu so einer kritischen Situation kommt, dann müssen die Piloten sehr schnell, sehr aktiv sein und auch die richtigen Entscheidungen in kürzester Zeit treffen können. Computerspiele helfen dann dabei, sozusagen dieses Aufmerksamkeitslevel relativ weit oben zu halten und sozusagen das geistige Einschlafen eher zu verhindern. Und es könnte tatsächlich erforderlich sein, dass das eben demnächst nicht nur bei den Piloten der Fall ist, sondern bei vielen anderen Berufen auch. Wie können Roboter helfen, Jugendliche für klassische Berufe im Handwerk zu begeistern? Also ich glaube, dass es wichtig wäre, tatsächlich auch ein Umdenken bei den dualen Ausbildungsberufen so herbeizuführen, dass gerade die Integration von neuen Technologien in klassische Berufe wie den Tischler attraktiver machen können. Ja, wenn man sich vorstellt, der Tischler ist eigentlich ein kreativer Beruf, so von der Grundvorstellung, aber er ist auch damit verbunden, dass man Staub schlucken muss, dass man vielleicht schwere körperliche Arbeiten verrichten muss. Und die Digitalisierung kann eigentlich dabei helfen, dass es eine gute Kombination zwischen eben Technologie und den kreativen Möglichkeiten des Tischlers bietet und damit natürlich auch zu einer Humanisierung dieser Tätigkeit und damit auch einer höheren Attraktivität dieses Berufes beiträgt. Und das bedeutet aus meiner Sicht tatsächlich, dass solche Berufe attraktiver werden können, wenn man die Digitalisierung ernst nimmt. Also wirklich auch Bestandteile von, die möglich sind, sozusagen in die Ausbildung integriert und letzten Endes dann eben auch im Erwerbsleben realisiert. Wie sollten Jugendliche ihre Berufswahl treffen in Zeiten der Digitalisierung? In Deutschland haben wir, glaube ich, das größte Problem damit, dass wir immer noch in dem Glauben verhaftet sind, dass mit einer Berufswahl am Ende der Schule eigentlich schon das ganze Erwerbsleben vorgeschrieben ist. Und der Punkt ist, dass auch aufgrund der technologischen Veränderungen man eigentlich heute gar nicht mehr so richtig sagen kann, ob die Berufswelt von heute auch in 10, 20 Jahren so vorhanden ist, wie wir sie vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren hatten. Das bedeutet, die Jugendlichen stehen derzeit auch unter so einem Druck, Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich gar nicht so unmittelbar treffen können. Deswegen ist meine Schlussfolgerung, dass Jugendliche verstärkt sich eher für einen ersten Schritt einer wie auch immer aussehenden Erwerbskarriere entscheiden müssen, aber sozusagen auch da Korrekturen im späteren Erwerbsleben noch vornehmen können. Das heißt, wir müssten auch die Jugendlichen von diesem Entscheidungsdruck ein bisschen entlasten und sagen, ihr werdet euren Weg schon richtig gehen, entscheidet euch jetzt pragmatisch für etwas, was euch jetzt interessiert und was eventuell eben auch den Möglichkeitsraum dann eröffnet, ganz andere Entscheidungen treffen zu können.